In Folge 3 meines Philippinen-Abenteuers geht es nach Camotes Island. Ich erkunde die Höhlen und gehe tauchen. Ich bin unterwegs in La Trinidad und San Fernando. Und ich treffe Jeffrey wieder. Und zusammen fahren wir nach Pauai zu den Sanddünen. Es gibt so viele Inseln auf den Philippinen. Auf dieser Reise nahm ich mir vor, die etwas unbekannteren Inseln zu entdecken. Camotes Island ist nur etwa eine Stunde entfernt von Cebu City und trotzdem kommen nur wenige Touristen hierher. Eigentlich sind es 2 Inseln, Pasian und Poro Island, die mit einer Brücke verbunden sind. Die Form der beiden dicht beieinander liegenden Inseln erinnert an den Flügel eines Schmetterlings. Hier gibt es einige beeindruckende Höhlen zu sehen. Eine der größten und wohl auch schönsten ist Bukit Cave. Am besten kommt ihr zur Flut, dann könnt ihr tolle Aufnahmen mit der Reflexion des Wassers machen. Wer komplett natürliche Höhlen erwartet, wird leider enttäuscht. Die Inselbewohner haben Treppen und Wege eingebaut, sodass Besucher diese sicher betreten können. Die Böden sind mit Korallenresten vom Strand gefüllt, um auch das Schwimmen darin sicherer zu machen. Camotes Island hat ihren Namen einem Missverständnis zu verdanken. Als die spanischen Siedler im 16. Jahrhundert hierher kamen, fragten sie die Einheimischen, wie sie ihre Insel nennen. Die Einheimischen dachten, sie wollten wissen, was sie anbauen, und antworteten Camote, was übersetzt Süßkartoffel heißt. Die nächste Höhle heißt Heaven's Cave und ist weitaus kleiner. Auch sie wurde mit Korallenstücken vom Strand gefüllt und ist zusätzlich mit Lampen ausgestattet. Ihr könnt locker darin stehen und schwimmen. Im hinteren Teil geht es noch weiter. Dort befindet sich eine kleine Kammer mit Beleuchtung. Als nächstes kommt Timugo Cave. Die Höhle befindet sich auf einer Farm und wird von den Einheimischen auch als Wasserquelle genutzt. Ein langer Gang führt einen tief in die Unterwelt. Und am Ende erwartet einen ein kleiner Gebetsschrein. Viel mehr kann ich euch leider nicht zeigen, weil die Höhle nur schlecht beleuchtet war. In Santiago Bay fand ich einen Tauchcenter. Und ähnlich wie auf Camiguin ist der Tauchtourismus auch hier recht klein. Mein Guide erzählte mir schon vorher, dass es leider nicht viel Fisch an den Riffen gibt. Für ihn hat dies mehrere Gründe. Zum einen ist es die Überfischung, die ein großes Problem nicht nur auf Camotes Island, sondern auch in vielen anderen Regionen der Philippinen darstellt. Zum anderen gibt es um die Insel keine Schutzgebiete. Was wir daran sehen können, dass die Riffe einfach leer gefischt werden. Selbst die kleineren Rifffische werden ohne Rücksicht eingesammelt. Vieles von dem Fisch gelangt auf Cebus Fischmärkte, wo der Bedarf mehr als gedeckt ist. Somit gab es auf unserem Tauchgang nichts zu sehen. Einzig die Sichtweite war für die Jahreszeit ungewöhnlich gut. Die Korallen hingegen waren in einem guten Zustand. Camotes Island hat fantastische Riffe, die leider viel zu wenig geschützt werden. Mein Tauchguide bemängelt das schon seit Jahren, ohne Erfolg. Eine Lösung wäre beispielsweise, dass die Fischer im Tourismus arbeiten und Touristen zu den umliegenden Inseln fahren für Schnorcheltouren. Ich kann nur hoffen, dass die Regierung auf den Tauch- und Schnorcheltourismus reagiert und den Fischen einen Platz zum Leben einräumt.
Inzwischen war ich fast 2 Monate unterwegs und nutzte meine letzten Tage, um den nördlichen Teil der Philippinen zu erkunden. Mit dem Bus ging es von Manila Richtung Norden. In der Nähe von Baguio City ist ein Stadtteil namens La Trinidad. Die farbenfrohen Häuser sind eine beeindruckende Kulisse. Deswegen wird der Stadtteil auch Valley of Colors genannt. Ich beschloss, eine Nacht zu bleiben und am nächsten Tag ging es weiter nach San Fernando. Auch wenn wir uns tief in der nördlichen Provinz befinden, ist der Verkehr hier enorm. Ähnlich wie Manila und Cebu ist das Hauptverkehrsmittel immer noch der Jeepney. Von Baguio nach San Fernando kommt man nur per Bus weiter. San Fernando liegt direkt an der Küste und ist als Surferparadies bekannt. Auch hier herrscht viel Verkehr auf den Straßen. Rund 100.000 Menschen leben hier, von denen die meisten vom Tabak, Zuckerrohr und Reisanbau leben. Ich nehme mir ein Tricycle und fahre zur Jesus-Statue auf dem nahegelegenen Hügel. Ähnlich wie in Brasilien wurde auf einem Hügel eine Jesus-Statue errichtet. 20 Meter hoch ragt diese über der Stadt. Außerdem gibt es in San Fernando noch den Ma Chaux-Tempel. 1975 gebaut, ist er der größte taoistische Tempel außerhalb Chinas. In der chinesischen Hierarchie der Volksgottheiten ist Ma Chaux die mächtige Königin des Himmels und Beschützerin des Meeres. Sie ist die Schutzpatronin der Fischer und Überseechinesen. Von der Terrasse aus hat man einen Blick über die Stadt und das Meer. Ich mache mich weiter auf den Weg Richtung Norden, auf nach Vigan City. 400 Kilometer nördlich von Manila ist sie die älteste bestehende spanische Kolonialstadt und wurde 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Neuerdings zählt Vigan auch zu den 7 Wunderstädten wegen ihrer spanischen Architektur. Jeffrey kam über das Wochenende nach Vigan und wir erkundeten gemeinsam die Stadt. Zuerst gingen wir zum alten Turm, dem Bantai Bell Tower. Der Turm hat schon so einige Erdbeben überstanden und von oben hat man einen schönen Blick auf Vigan. Danach gab es noch eine Spezialität aus der Region. So this is tinubong. This is made from sticky rice, coconut with cheese. Okay, let me try it. Take some out. Let me try it. Tikman nyo ma'am, ganito yung laman nito. I want to try it. This is tinubong. They call it tinubong. Only vegan specialized this delicacy. So it's made from coconut, cheese, and sticky rice. Right? Schmeckt gut. It tastes good. Really. If you want to open this bamboo, you have to You gotta smash it. smash it. Smash it. Vigan City hatte einen natürlichen Hafen und war in der Vorkolonialzeit ein wichtiges Handelszentrum in Nord-Luzon. Es bestanden Handelsbeziehungen mit dem chinesischen Festland, Südostasien, Taiwan, Japan und Korea. Ein buntes Treiben herrschte im Hafen von Vigan in dieser Zeit. Heute ziehen Scharen von Touristen durch die Innenstadt und bewundern die alten Straßen mit den Kutschen. Besonders an den Wochenenden ist hier einiges los. Später gingen Jeffrey und ich noch zur Bantai Church, die eine der schönsten Kirchen in den Philippinen ist. Außerdem gibt es jeden Abend eine Licht- und Wassershow im Zentrum. Do you wanna dance?
auf zum letzten Abenteuer für diese Reise. Jeffrey erzählte mir von den Sanddünen ganz im Norden. Also machen wir uns auf den Weg nach Pauai. Die Landschaft verwandelt sich immer mehr in ein trockenes, flaches Buschland. Wir mieteten uns einen Jeep und sprangen auf den Laderer. Es gibt verschiedene Touren, die ihr machen könnt. Auf unserem Tourplan stand die Achterbahnfahrt über die Sanddünen, ein Besuch am Strand und Sandboarding. Mit dabei hatten wir noch ein paar Jungs, die freundlich die Kamera übernahmen. Unser Fahrer steigerte langsam das Tempo. Jeffrey und ich waren begeistert. Kaum zu glauben, dass wir immer noch in den Philippinen sind. Zwischendurch hielten wir an für eine Fotosession, bei dem die Jungs fleißig Fotos und Videos von uns machten. Weiter geht es Richtung Strand. Die Dünen wurden größer und wir mussten uns gut festhalten an dem Überrollkäfig. Inzwischen gab unser Fahrer Vollgas. Pauai ist ein Teil von dem Gebiet Ilocos Norte. Das Gebiet umfasst 85 Quadratkilometer trockene Zone direkt am Meer. Es könnte kontrastreicher nicht sein. Viele Touristen kommen hierher und suchen das Abenteuer in den Dünen. Unser nächster Stop? Jawohl! Jeffrey und ich hatten beide keine Ahnung vom Sandboarding. Und wir brauchten ein paar Anläufe, bis wir stehen konnten. Doch es machte riesigen Spaß. Was für ein Abenteuer! In meiner zweiten Philippinenreise konnte ich so viele neue Eindrücke gewinnen und bin umso mehr begeistert von diesem Land. Ich hoffe, meine Dokumentation hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mir dazu in den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Ron the Way.